Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin aeroshiva und das ist Tales of Berseria. Ja, jetzt in Ultrawide. Ja, es gibt einen Fix, dass man das Ganze jetzt doch in 21:9 wiedergeben kann. Ich habe das gerade gemacht. Und es gibt auch ein Tutorial dazu bei mir auf dem Kanal, wenn ihr das bei euch auch so haben wollt. Und ich finde, es schaut echt cool aus. Also, das ist einfach so viel Bild. Und man sieht halt viel mehr in die Breite auch. Das wäre ja normalerweise abgeschnitten schon. Ja, wir sind hier in der Stadt und ich glaube, wir müssen... Irgendwo war da ein Stern, wo wir hin sollen. Ich habe es nur verplant, wo... Oh! Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Finde heraus, was in der Hauptstadt vor sich geht. Ah, waren wir bei dem Stern? Nee, da unten ist er. Okay. Das heißt, zu diesem grünen Punkt und dann zu dem Stern latschen. Okay. Dann machen wir das doch mal. So, ich habe die Musik dieses Mal direkt ein bisschen leiser eingestellt. Falls es jetzt zu leise ist oder so, dann müsst ihr es mir einfach sagen. Dann kann ich das nochmal ein bisschen abändern. Aber ich glaube, es passt, oder? Listen to those cheers. The royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgand Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening, 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon light. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land would not be lost. You can climb up if you want, but attacking now would And be the name suicide. of that man was Artorias Coldbrand. Was treibt sie denn? Ach, scheiße. None here, I trust, are unfamiliar with Artorias' noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. Ja, aber Called Lord Inomata wir sie ihn jetzt vor allen Leuten umbringen. and blessed us with the strength of the Malachim. But he's a murderer. Ja, aber... Ah, okay. Der Ton geht. Hui. He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him. You took everything that I loved. Ah, ich glaube, das ist ihr egal, ne? Die bringt den jetzt einfach vor allen um. Voices in praise to Artorias' devoted work, to the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our shepherd. Hm. Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason, and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today.
I offer my body and my life in service to the people of this great land. Der denkt Blessings of the Empyrean Inominat, I will guide you. Der denkt wirklich, er wäre gut, oder? Out calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory. Okay. Oder er spielt sehr gut. You're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? Warum blutet sie jetzt einfach so? The shepherd Artorias. That's who you're after? Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorias. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented. Okay, die geht jetzt einfach wieder. He's calling himself a shepherd. He won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Eisen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville. Serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? Hat er Hunger? Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Okay. My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Oh. Mal ganz kurz hier ein bisschen den Chat aufmachen. Und das Spiel ein kleines bisschen lauter, glaube ich, geht. Machen wir es mal so. Jo. Okay, ich bin gerade echt froh, dass der uns nicht gesehen hat. The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. Then I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Mhm. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorias' side. Because now I want to take Artorias down too. Okay. Oh, eine Kiste. So, das war jetzt erstmal echt viel Video und Gerede für den Anfang. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Finde eine Taverne. Okay, also gehen wir jetzt erstmal pennen. Ich glaube, das können wir... Irgendwo da vorne war, glaube ich, eine. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, guck mal, da ist ein Gespräch auch. Vorbeigelaufen. Moment. Ach, hier.
through the darkness. What an appropriate title for Lord Artorias. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorias, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorias? How pompous can you get? Artorias has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Sie will Rache, ja. Speichern wir nochmal zwischendrin. Jo. Taverne, Taverne, Taverne. Warte mal. Oh, guck mal, da liegt eine Kugel. Da unten. Ob die zufällig generiert werden? Nee. Ach, ich glaube da, dieses blaue Zeichen mit dem Halbmond. Ich glaube, das ist eine Taverne. Schaut zumindest so aus. Gucken wir mal rein. Willkommen, wir sind schon ziemlich voll, aber wir können bestimmt noch ein Zimmer für euch finden. Okay, schlafen wir mal und dann gibt es da noch ein Gespräch. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, dass es vielleicht total doof war, dass ich jetzt gepennt habe. Weil es vielleicht missionsbedingt eh gleich ans Schlafen geht. Aber egal, egal. Ah, guck mal, da liegt auch was. Wo ist denn das Gespräch? Oben, oder wie? Nee. Ah, warte mal. Nee. Hier. It's a history book titled The Rise and Fall of Midgand. About 800 years ago, our continent was conquered by a military force from another continent. Few records exist of the following 500 years. A period known as the Era of Darkness, or the Dark Period. Then 300 years ago, a great hero named Claudin Asgard reunited the kingdom, bringing an end to the Dark Period. Claudin, huh? Where have I heard that name before? All right, that's enough for today. Thanks for teaching me, Arthur. Your techniques are so amazing. Where did you learn them? They came from my own master, a man named Claudin. He developed them himself. Wow, they're so graceful. I wish I could move like that. I've taught you the forms, but for some reason your execution deviates from the ideal. Well, my body just kinda moves on its own. You're a handful, Velvet. But I will say you do resemble Claudin some. He was a strange person himself. Oh. He always wore this peculiar cape, for instance. Nett. Cape, you say? Deep down, Claudin was strong like fire, vivacious like water, steadfast like earth, and free like wind. I can't help but admire him to this day. Wow, I'd love to meet him. Da war die aber auch ein bisschen dumm, ne? Wow. Ah. Is he dead? Yes, he is. Ich glaube, da ist die einfach auch noch ein Kind, ne? That's why Er starb, um ihn zu The beschützen. events recounted in this book happened 300 years ago. It can't be the same Claudin. Ach du Scheiße. Are you okay? Heißt es, der ist schon so alt? Don't mind me. King Claudin was quite strong, wasn't he? He was more than just that. He's the most well-loved and trusted king in our history. Or so the book claims. To this day, all of Midgand's rulers claim to be direct descendants of King Claudin Asgard. Knowing that, there might be meaning behind them bestowing Artorias with the grandiose title of Shepherd. I could see it as an attempt to recreate the same glory enjoyed by the Hero King who ended the Dark Period. If that's true, it's a childish ploy. The world's not so easily changed. I wouldn't be so sure. Mit dem What Shepard haben sie es matters auch is that immer. the title inspires hope In in the jedem people, Teil. who in turn give him their support. Then, as their shepherd,
He can guide his flock in any direction he pleases. If Artorias knowingly accepted that title, we can be sure he's fully committed to his cause. Oh, he's certainly committed. I've seen just how far he's willing to go. Mhm. Okay, dann war das Gespräch, also diese Bücher hier. Da ist natürlich kein Ausrufezeichen drüber. Ich habe mir gerade gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob sie da wirklich ein Kind war oder einfach nur ein bisschen jünger und auch schon erwachsen. Auf jeden Fall habe ich mir gerade gedacht, anscheinend, wenn man böse wird und Halbdämon, werden die Möpse größer. Das war so richtig offensichtlich gerade so. Okay. Die Bösen haben also immer wenig an und große Möpse. Interessant. Und die Haare offen. Als sie noch nett war, waren die Haare ja auch ganz, ganz streng in einem Zopf. Ach ja. So. Obwohl, ich kann ihr ja sogar... Hallo, ein Quantum-Lumpi. Wie geht's dir? Ich kann ihr ja sogar, was anderes anziehen. Hier Cowboy-Hut, Brille, Piratenaugenklappe. Oh, ich kann ihr rosa Wangen machen. Und eine Rose aufsetzen. Anstecken. Man kann ihr hier die Haare so ganz komisch platt machen. Oder eben auch die Haare so streng. Ah, ich finde das hier schon cool. Ich mag den Stil. Also so würde ich sie cosplayen. Also mit den Klamotten. Mit denen, oder mit denen eher nicht. Aber so. Schaut eigentlich ganz cool aus und es ist eigentlich auch gar nicht so schwer zu machen. Das wäre sogar was für Lab, ne? So ein bisschen Lab-mäßig. Mit schönen alten Sachen. Super, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Endlich wieder gesund und fit und ich kann Tales of Berseria spielen und yay.